Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche euch dafür nochmal ganz herzlich viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und natürlich auch Erfolg in allem, was ihr euch vorgenommen habt. Wir starten heute mit einer Buttercremetorte. Einfach deswegen, weil mein Mann sie sich gewünscht hat. So einfach ist das. Gar kein besonderer Grund. Es ist eine klassische Buttercremetorte mit Krokant und Belegkirschen. Es ist ein einfacher Rührkuchen gefüllt mit einer fantastischen französischen Buttercreme, also was ganz Tolles, ein Grundrezept. Bevor wir aber ins Rezept starten, möchte ich noch all jenen Bescheid sagen, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich habe letztes Jahr im November, Ende November, meinen eigenen Shop gestartet. Also alle meine Lieblingsbackutensilien findet ihr jetzt in meinem eigenen Shop. Und ich habe auch meine eigene Backlinie. Ihr seht hier die Form mit der Krone. Sugar Princess, das sind meine Herzformen. Die werden alle hier bei mir um die Ecke in Weibstadt hergestellt. Und im Hintergrund seht ihr auch noch einiges. Die Obstbodenform und auch die Teigkarte, die Streichhilfe und noch einiges mehr. Da könnt ihr mal auf dem Shop vorbeischauen. Der Shop ist hier unten unter dem Videotitel natürlich auch verlinkt, beziehungsweise ich kann die Produkte dann hier auch im Video einblenden, sodass ihr direkt während des Videos auf die Produkte gehen könnt und sie euch anschauen könnt. Viele von euch haben sich auch schon mit den Formen eingedeckt, besonders mit der Obstbodenform, die ihr jetzt hier im Hintergrund seht und auch mit meiner kleinen Streichhilfe. Die zeige ich euch später dann im Video noch. Für den Valentinstag ist besonders diese Form hier geeignet. Das sind einfach 3 verschiedene Herzen. Da kann man wunderbar dann für Valentinstag oder Muttertag oder auch Vatertag damit backen. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr findet ganz wunderbare Sachen. Alle meine Lieblingsbackmatten. Ich habe auch ein eigenes Blech und ich kann es gar nicht alles aufzählen. Es sind über 100 Produkte, die schon im Shop sind. Und ganz, ganz viele von euch haben sich schon eingedeckt, besonders mit den Backmatten. Also die waren wirklich der Oberrenner. Und mein Backblech, das seht ihr gleich auch noch im Video. Genug jetzt davon, wir fangen an mit unserem Rührteig. Für den Rührteig rühren wir uns 200 Gramm weiche Butter mit 150 Gramm Zucker und einem Teelöffel Vanillepaste, ungefähr ein Teelöffel, schön weiß-cremig. Stellt euch die Zutaten fürs Backen immer 1 Stunde mindestens vorher schon mal raus in die Küche, dass alle die gleiche Temperatur haben und dass die Butter dann auch schon schön weich ist. Los geht's. Richtig schön cremig aufschlagen bei einem Rührteig. Und ich sag mal so ist das noch nichts, denn das ist noch gelblich. Und das waren jetzt so vielleicht 1, 2 Minuten höchstens. Ihr könnt ruhig so 5 bis 10 Minuten die Butter schlagen. Das ist zwar mit dem Handrührgerät etwas mühselig, aber es muss sein. Gerade bei einem Rührteig, dann wird unser Kuchen umso besser. Zwischendurch natürlich die Butter mal runterkratzen. Und wenn ihr eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das selbstverständlich ganz leicht in der Küchenmaschine machen. Dann habt ihr die Hände frei und könnt in der Zwischenzeit schon mal was anderes regeln. Und das ist wirklich noch nichts. Also der Zucker ist noch ganz klar zu spüren und der Zucker sollte sich auch so ein bisschen aufgelöst haben. Dann haben wir unsere Butter richtig aufgeschlagen. Ein paar Minuten noch, dann haben wir unsere Butter fertig. So, ihr seht, die Masse ist jetzt richtig schön hellgelb geworden und das ist wirklich der entscheidende Faktor. Also sie sollte wirklich so 8 bis 10 Minuten geschlagen werden, dass wir wirklich eine ganz weiche Butter haben. Ihr seht es hier, wenn ich sie jetzt streiche, dass der Zucker sich so angelöst hat. Ihr könnt sie ruhig auch noch weiterschlagen, wenn ihr noch die Kraft habt. Ich bleibe jetzt bei meinen 10 Minuten hier, die ich sie geschlagen habe. Und ihr seht, wirklich wunderbar, schön weich und hat sich alles schön verbunden. Und jetzt können wir die Eier nach und nach dazu rühren. Jedes Ei sollte so eine halbe Minute mindestens untergehoben werden. Es heißt eben wirklich Rührteig und das bedeutet, Eier, Butter und Zucker werden schön lange gerührt. Und das Mehl und Backpulver wird dann nur noch ganz kurz untergehoben. Gut, starten wir mal mit den Eiern. Wie gesagt, die Eier jetzt nach und nach dazugeben, immer eins nach dem anderen. 5 Eier. Und die Eier wirklich auch richtig mit reinrühren. Nicht nur so halb, sondern richtig schön mit verrühren. Und erst dann das nächste Ei dazugeben.
Sehr schön. Zwischendurch natürlich mal runterkratzen. Das machen wir jetzt mit allen 5 Eiern so. Wichtig ist, dass die Eier und die Masse dieselbe Temperatur haben. Deswegen die Eier wirklich auch mit rausstellen. Sollten Raumtemperatur haben. Unser letztes Ei, Nummer 5. Und dann haben wir das Rühren erstmal beendet. Wunderschön, unsere Eier sind mit eingearbeitet. Jetzt kommt nur noch das Mehl hinzu, eine Prise Salz und etwas Backpulver. Und ich verrühre mir das hier einfach schon mal vorher in meiner Schüssel. Wir haben hier 300 Gramm Mehl. Hinzu kommen noch 2,5 Teelöffel Backpulver. Das könnt ihr mit meinem Messwerkzeug wunderbar abmessen. Die gibt es auch bei mir im Shop. Ich finde die so schön. Also eigentlich alle Werkzeuge, mit denen ich hantiere, die findet ihr bei mir im Shop. Auch hier die Schneebesen, die sind auch fantastisch, können auch in die Spülmaschine. So, Backpulver ist verrührt. Salz haben wir noch vergessen. Das kommt noch dazu. Eine Prise Salz. Sehr schön. Gerade noch mit unterheben. Und dann kann unser Mehl auch schon kurz unter die Eier-Zucker-Buttermasse gehoben werden. Und zwar zusammen mit noch 4 Esslöffeln Sahne. Das sind so 60 Milliliter Sahne. Einfach mal einen Teil des Mehls schon dazugeben. Und einen Teil von der Sahne. Die Hälfte ungefähr. Gerade verrühren auf kleinster Stufe. Nicht überrühren. Hier geht es jetzt nur darum, das unterzuheben. Den Rest des Mehls noch drüber geben. Das muss hier nicht gesiebt werden, so wie beim Biskuit. Das reicht, wenn man es einfach drüber gibt. Den Rest der Sahne. Sehr schön. Kurz unterheben, dann ist unser Teig schon fertig. So, und sobald das Mehl untergehoben ist, dann nicht weiter rühren. Der Rührteig heißt nur Rührteig, weil man eben Eier, Butter und Zucker so arg verrührt. Aber das Mehl sollte wirklich nur ganz kurz untergezogen werden, untergehoben werden. Und das können wir nochmal mit dem Spatel nacharbeiten, wie immer. Gerade noch einmal alles schön unterheben, gucken, ist alles mit drin, auch unten schön gerührt. Und da sieht man, perfekt, wunderbarer Teig. So soll das sein. Die perfekte Teigkonsistenz haben wir hier erreicht. Ihr seht es hier, wunderschöner Rührteig. So, und so kann der Teig nun auch schon in die Form und gebacken werden. So, das ist meine 26er Springform. Ich habe einfach nur ein Backpapier eingespannt. Ich mache es kurz nochmal raus, um euch den Boden zu zeigen. Das ist eine emaillierte Form und man kann auf dieser Form sogar schneiden. Also wenn ihr einen Kuchen auf dieser Form backt, dann könnt ihr ihn einfach so auf den Tisch stellen. Und das finde ich so das Geniale an dieser Form. Die bekommt ihr auch bei mir im Shop. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal eine eigene anbieten kann. Mit der Krone. Teig in die Form geben. Ja, und der ist wirklich wunderschön. Schöner Rührteig, so wie man ihn sich vorstellt. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch Aroma hineingeben, Backaromen oder Cognac, Rum, was zu eurer Torte am besten passt oder was gewünscht ist. Denn dieses Rezept, was ich heute zubereite, das lässt sich auch gut für eine Motivtorte zubereiten. Denn die Creme, die wir nachher zusammen machen, ist fondant-tauglich. Und so eine Buttercreme passt eben auch gut in eine Hochzeitstorte oder in eine Jubiläumstorte. So, schön in der Form verstreichen, schön glatt. Zeit für die Sugar Princess Streichhilfe. Das ist auch so ein neues Tool, was ich im Shop anbiete, mit der Krone. Ich habe es schon ein paar Mal gezeigt. Damit kann man auch in sehr enge Torten wunderbar rein und alles schön glatt streichen. Die hilft auch beim Tortenfüllen sowie auch beim Teig glatt streichen. Also ist einfach ein tolles Werkzeug. Und eben besonders geeignet für Torten, in die man nicht gut reinkommt. Also ein bisschen kleinere Torten, zum Beispiel 20er oder 18er. So. Wunderbar. Schön glatt gestrichen. Und jetzt kann unser Rührteig bei 175 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. In der Zeit werden wir uns um die Buttercreme kümmern. Und da seht ihr auch mein Backblech.
Das gibt es auch im Shop zu kaufen. So, während unser Kuchen backt, können wir jetzt schon mal unsere Buttercreme herstellen. Dafür benötigen wir 3 mittelgroße Eier, 160 Gramm Eier. Und die verschlagen wir über dem Wasserbad. Hier unten habe ich ein heißes Wasserbad. Wichtig ist, dass das Wasser den Topfboden, den Kesselboden nicht berührt. Machen wir die mal ein bisschen. So, jetzt den Zucker dazu rieseln lassen und das Ganze schön auf 80 Grad erhitzen. Das dauert eine Weile und ihr merkt es einfach daran, dass die Temperatur richtig ist, wenn keine Zuckerkristalle mehr zu spüren sind in dem Ei. Dieses Prozedere dient dazu, dass wir einfach die Eier pasteurisieren und die Creme dadurch keimfrei machen und haltbarer machen. Ihr könnt die Eier theoretisch auch so, wenn sie ganz frisch sind, in die Creme geben, aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich euch diese Methode empfehlen. Es kocht, da können wir ein bisschen runterstellen, das ist ein bisschen zu viel, sonst wird es zu heiß. Also es sollte nur simmern, das Wasser, so auf halbe Platte stellen oder 3/4 jetzt. Und immer schön rühren und auf 60 bis 80 Grad erhitzen. Wenn ihr nicht rührt, habt ihr Rührei, ist ja klar. Deswegen, jetzt könnt ihr Muckis beweisen. Und solltet ihr ein Küchenthermometer haben, ist das auch ganz günstig, dann könnt ihr das Ganze eben abmessen. Und habt dann eine genaue Gradzahl. Meins ist gerade kaputt gegangen, deswegen muss ich das jetzt so per Hand regeln. Okay, es ist jetzt gleich soweit. Der Zucker hat sich schon aufgelöst. Das kann man gerade noch aushalten. Wir sind jetzt über 60 Grad. Deswegen werde ich jetzt gleich runternehmen und dann die Masse kalt schlagen. Und zwar in der Küchenmaschine, die habe ich mir schon vorbereitet. Nochmal probieren. Ja, so 80 Grad sind erreicht und wir gehen rüber zur Küchenmaschine. In eine Schüssel umfüllen. Da muss man wirklich alles schon am besten vorbereitet haben, dass man auch schnell umfüllen kann. Und jetzt lasse ich die Eier in der Küchenmaschine kalt schlagen. Das dauert so etwa 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten. So, die Masse ist kalt geschlagen. Das hat jetzt so 8 Minuten gedauert. Mein Kuchen ist auch schon fertig geworden. Nach 40 Minuten habe ich ihn schon rausholen müssen. Der steht jetzt schon bei mir zum Abkühlen draußen. Die Masse sollte sich beim Kaltschlagen verdoppeln. Und jetzt werden wir noch die zimmerwarme Butter hier stückchenweise dazugeben. Ganz wichtig, dass sie die gleiche Temperatur hat, jetzt wie unsere Eiermasse, Eierzuckermasse. Wir können auch etwas Vanille hinzugeben auch. Und dann ist die Buttercreme auch schon fertig. Ich habe jetzt also noch hier einen ganzen Haufen Butter, bei einer Buttercreme ganz normal. Die ist ganz schön zimmerwarm und das sind 450 Gramm. Bitte nicht erschrecken, es ist für eine ganze Torte. Das ist immer so, also keine Angst. Die geben wir jetzt in Stückchen dazu. Ihr könnt sie auch separat aufschlagen und dann diese Masse in Stücken wiederum zur Butter geben. Das ist eigentlich gehupft wie gesprungen. Ich gebe sie gerne in Stücken, wirklich nach und nach zu der Creme. Nicht alles auf einmal, sondern wirklich immer nur einen Würfel nach dem anderen. Das dauert etwas, aber dann habt ihr auch eine schöne, wunderbare Buttercreme. Also, los geht's. Also ihr seht, da verbindet sich jetzt schon alles schön miteinander und wirklich immer schön peu à peu hinzugeben und der Maschine vielleicht auch ein bisschen Pause zwischendurch gönnen, denn das ist schon viel Butter, was jetzt hier untergearbeitet wird. Und ihr seht also eine so fantastische Creme. Jetzt gebe ich noch 2 Teelöffel Vanillepaste hinzu. Einen und 2. Und die Creme ist nicht so kompliziert, wie sie es vielleicht anhört. Also wenn ihr sie 1-2 Mal gemacht habt, dann fällt euch das ganz leicht. Und ihr könnt jetzt hier auch einfach geschmolzene Schokolade hinzugeben, Kakaopulver oder etwas Früchtemus, Marmelade. Einfach Aromen, die eure Creme dann in der entsprechenden Geschmacksrichtung aromatisieren. Diese Creme ist fondant-tauglich und so könnt ihr sie auch für eine Motivtorte verwenden. Ich kratze jetzt nochmal runter, dass die Vanille dann auch schön mit reinkommt und alles hier schön mit reingerührt wird.
Das ist eine fantastische, schöne Creme, sehr, sehr fein. Nochmal kräftig 5 bis 10 Minuten aufschlagen, dann ist sie fertig. So, wunderbar geworden. Unsere Buttercreme ist fertig. Französische Buttercreme, etwas ganz, ganz Feines und schmeckt fantastisch in allen Varianten. Ob jetzt mit Erdbeere drin oder mit Kakao oder mit flüssiger Schokolade oder mit Zitronenaroma. Oder wie hier jetzt ganz einfach mit Vanille, so wie es sich für eine Frankfurter Kranztorte gehört. Die Creme kann man auch einfrieren, gar kein Problem. Ihr könnt also, wenn ihr Reste habt, sie einfach in den Tiefkühler stecken. Und man kann mit dieser Creme jetzt wunderbar die Torte schon füllen, einstreichen und auch dekorieren. Die lässt sich fantastisch spritzen. Also es ist wirklich eine grandiose Buttercreme. So, da ist auch der Boden. Nach 40 Minuten sah es schon so aus und die Stäbchenprobe hat ergeben, er ist fertig. Ich habe ihn dann etwas abkühlen lassen. Ihr könnt den Boden gerne auch am Vortag oder einige Stunden vor dem Füllen zubereiten. Da müsst ihr da nicht drauf warten, dass er abkühlt. Ich schneide den jetzt noch lauwarm, das geht auch. Es ist nicht so empfindlich wie bei einem Biskuit. Da muss man wirklich einen Tag ruhen lassen. So, dann können wir uns den rausholen. Der Boden ist natürlich nicht so hoch wie meine Biskuitböden. Wunderschöner Boden. Ich versuche jetzt einfach schon mal zu schneiden, obwohl er noch nicht ganz ausgekühlt ist, auf 1 cm. Das klappt gut. Wunderbar. Gucken wir mal. Also das ist jetzt wirklich sehr dünn, 1 cm. Schneiden nochmal durch. Wunderbar, wir haben 3 Böden. Die 3 Böden dürfen nun auskühlen. Alle sind schön geschnitten. Sie sind alle so etwa 1 cm nur hoch, weil es einfach ein niedriger Boden ist. Zumindest wenn man ihn in einer 26er Springform backt. Ihr könnt ihn auch in einer 24er oder 22er backen. Dann werden die einzelnen höher werden. Sobald die kalt sind, können wir uns dann auch schon ans Füllen machen. So, dann habe ich hier mein Sugar Princess Cakeboard. Darauf kommt eine Tortenpappe, um das Cakeboard zu schonen. Mit dem Cakeboard kann man einfach Torten wunderbar verheben. Das hält einfach gut stabil. Ist aus Edelstahl gefertigt. Gehört auch zu meiner Backlinie. Hier kann jetzt schon mal der unterste Boden drauf gegeben werden. So. Auf den ersten Boden kommt eine rote Marmelade. Ich habe hier Johannisbeergelee, Himbeer-Johannisbeere gemischt. Ihr könnt auch nur Johannisbeere verwenden. Auf jeden Fall ein rotes Gelee. Einfach ein paar Löffel darauf geben. 3, 4 Löffel. Verstreichen. Das sollte natürlich eine hochwertige Marmelade sein, die richtig schön lecker schmeckt und nicht zu süß und auch wirklich nach Früchten. Ich hatte letztens eine, die war nicht so lecker. Die war einfach nur süß und hat nach gar nichts geschmeckt. So. Fast bis zum Rand, nicht ganz bis zum Rand, dass wir nachher nicht das Rote in unserer äußeren Creme haben. Und damit das Ganze jetzt ein bisschen leichter ist, werde ich mir meinen Ring drum stellen. Den bekommt ihr auch bei mir im Shop. Das ist mein Sugar Princess Tortenring, 10 cm Höhe, aus feinem Federbandstahl gefertigt, hier in Deutschland. Bei mir um die Ecke in Weibstadt. Nur echt mit der Krone, hier seht ihr sie. Und das Gute ist, man hat hier einfach so einen Klemmhebel. Fest ist der Ring, muss man nicht viel rummachen. Man kann in diesem Ring natürlich auch backen, logisch. Und jetzt geben wir uns erstmal eine Lage von unserer leckeren Buttercreme hier oben drauf. Wichtig ist, dass wir uns ein bisschen was natürlich übrig lassen für die Dekoration, also noch nicht so viel in die Torte geben. So, hier kommt jetzt wieder meine Streichhilfe zum Einsatz. Erstmal so ein bisschen drücken, dass es nicht so rutscht auf der Marmelade und dann können wir verstreichen. Das ist immer so ein bisschen tricky. So, ein bisschen was verbindet sich natürlich immer mit der Buttercreme, denn auf Marmelade streichen, das wissen wir, ist ja nicht so einfach. Versuchen so gerade wie möglich das hinzukriegen. Ich sehe jetzt hier sogar, meine Buttercreme ist so ein bisschen fast himbeerig geworden durch das Verbinden mit der Marmelade. Wunderbar. Nicht zu viel Buttercreme verwenden. Hier kommt jetzt der zweite Boden drauf. Der mittlere Boden. Den lassen wir jetzt vorsichtig hier reingleiten. Das ist wunderbar. Gerade so ein bisschen festdrücken. Und wer möchte, kann jetzt hier wieder Marmelade drauf geben oder aber auch nur Buttercreme.
Ich werde eine ganz dünne Schicht drauf streichen, nicht so dick wie vorhin, dass ich ein bisschen besser klarkomme. Schmeckt ja dann doch immer sehr lecker. Wieder etwas von unserer Buttercreme. Behaltet euch genug für die Deko übrig. Ich würde sie einfach in 4 Teile teilen, dann geht es am besten. Nehmen wieder unsere Streichhilfe. Es rutscht so ein bisschen, es ist jetzt nicht so ein angenehmes Einstreichen. Das ist normal, das geht mit einer Marmelade meist nicht anders. Wunderschön. So ein bisschen vermischt ist es natürlich immer. Das lässt sich nicht vermeiden. Und jetzt geben wir schon unseren letzten Boden hier drauf. Vorsichtig. Muss man jetzt mal ein bisschen lockern hier. Da können wir eigentlich auch schon abmachen. So flüssig ist unsere Buttercreme ja auch nicht. Jetzt gucke ich, dass ich hier meine Creme rings um die Torte mache. Aber dabei nicht zu viel verwenden. Denn wir brauchen noch was für die Dekoration. Und wieder schön verstreichen. Entweder mit der Streichhilfe oder mit der Palette. Ganz wie ihr das am besten mögt. Es ist eine fantastische Torte auch für Hochzeiten, für Jubiläen. Sie lässt sich gut vorbereiten über mehrere Tage. Sie lässt sich auch gut aufbewahren. Den Rand schön einstreichen. Die ist wirklich nicht sehr hoch. Also ist eher so wie so eine schwedische Mandeltorte so in der Höhe. Aber höher kann man dann auch das Stück gar nicht mehr essen. Das wird dann zu mächtig einfach. Gerade noch so ein bisschen abziehen hier. Das gucken, dass alles schön glatt verstrichen ist. Da könnt ihr so ein bisschen dran arbeiten. Und dann sollte die Torte eine Runde in die Kühlung. Die darf sich ruhig auch über einen Tag setzen. Die zieht dann nochmal schön durch und wird wirklich fantastisch lecker. Nächsten Tag oder ein paar Stunden später, nach der Kühlung, kann man sie dann auch besser mit dem Krokant versehen. Wunderbar. Unser Rohling ist soweit fertig. Der kommt jetzt bei mir über Nacht in die Kühlung. Ihr könnt ihn aber auch nur einige Stunden kalt stellen und dann weitermachen. So, nach der Kühlzeit, bei mir war das über Nacht, ist die Torte sehr schön fest geworden. Man kann auch so ein bisschen antappen, da bleibt nichts kleben. Aber noch genug, damit der Krokant dann hält. Ich habe jetzt hier einfach einen Haselnusskrokant. Und da werden wir jetzt einfach die Torte komplett mit einkrokanten sozusagen. Einfach vorsichtig draufgeben und andrücken dann an der Seite auch. Wenn ihr eine schmalere Torte macht, also eine 20er zum Beispiel, könnt ihr die Torte auch, wenn sie gut gekühlt ist, in die Hand nehmen und dann den Krokant auf der Hand andrücken. Das erfordert so ein bisschen Übung und bei größeren Torten kann ich das eigentlich nicht empfehlen, es sei denn, man ist das jeden Tag gewöhnt, wie ein Konditor. Aber für daheim ist diese Methode schon die beste, denke ich. Ja, und das machen wir jetzt so lange, bis wir hier zufrieden sind mit unserem Einkrokanten. Sehr schön. Ich mache jetzt hier noch sauber. Gerade noch ringsherum mit dem Backpinsel am besten abfegen. Den Rest kann man auch gerne wiederverwenden für die nächste Torte. Der Krokant ist ja sehr teuer. Aber viel ist auch nicht übrig. Das braucht wirklich einiges an Krokant, diese Torte, damit sie richtig schön aussieht. Wir machen uns jetzt nach dem Uhrzeigerprinzip einfach so kleine Zeichen hier auf die Torte, wo wir hinspritzen, damit das dann auch wirklich hält. Denn auf dem Krokant hält die Buttercreme immer nicht so gut. Bisschen ein Loch schieben. Und jetzt können wir uns überlegen, ich würde sagen noch 2 dazwischen. Man könnte auch 3 machen. Einfach, dass so ein bisschen die Buttercreme dann auch Halt hat. Wenn ihr 12 Tüllen habt, könnt ihr natürlich die Tüllen auch vorher aufsetzen und dann den Krokant aufbringen, dann bleibt es sowieso frei. 12 oder 14 Tüllen, aber naja, nicht alle haben so viel Tüllen im Haus. Deswegen denke ich, kann man es so ganz gut machen. So, wir haben unsere Löcher für die Buttercreme. Ich habe mir die restliche Buttercreme schon in meine Spritzbeutel gefüllt. Auch den bekommt ihr bei mir im Shop, auch die Tülle, die 1M, die ich immer nehme. Also wirklich alle Utensilien, die ich so in meinen Videos seit Jahren nutze, die findet ihr jetzt bei mir im Shop. Ich bin ja ganz stolz, dass ich die alle aufnehmen konnte. Los geht's! Bisschen drücken und vorsichtig hochziehen. Jawohl. Und die letzte. Wer die Belegkirschen nicht aufsetzen möchte, weil er sie nicht mag, ich habe im Shop auch solche Kugeln. Da ist Schokolade drin. Ich verlinke euch die gerne in der Infobox. Das sieht auch schön aus. Schöne rote Kugeln. Aber bei uns in der Familie sind die Belegkirschen sehr beliebt. Und deswegen kommen jetzt hier ganz klassisch Belegkirschen obendrauf natürlich, wie sich das für einen Frankfurter Kranz gehört.
Wunderschön sieht das aus. Immer so wie so eine kleine Krone, finde ich. Wie Juwelen. Und die letzte. Sehr schön sieht unsere Frankfurter Kranztorte schon aus. Eine Sache mache ich noch. Hier mache ich mir vorsichtig mit einem Ausstecher einfach so ein Mittelsegment und spritze da noch die restliche Buttercreme in Blümchen drumherum. Und dann ist die Torte für mich fertig. So, geschafft. Der Mittelkreis ist auch noch gespritzt. Es ist fast keine Buttercreme mehr übrig und wir können die Torte servieren. Wunderbar, dann werde ich mal den Kuchen anschneiden. Und da kommt unsere Frankfurter Kranztorte. Ich glaube es einfach nicht. Wahnsinn. Sieht fantastisch schön aus. Einfach perfekt geworden. Was man unbedingt natürlich dazu benötigt, ist eine Tasse Tee oder Kaffee. Ich habe jetzt hier einen Earl Grey gemacht. Den trinke ich sehr gerne. Sehr lecker, ich freue mich jetzt aufs Probieren. So, sehr hübsch. Die wirklich klassische Kaffeetafel, kann man sagen. Wirklich ein Sinnbild unserer Sonntagskultur. Ich werde sie probieren, unsere Frankfurter Kranztorte. Wirklich schön geworden. Wow, schaut euch das an. Sie sollte natürlich vor dem Servieren so ungefähr 1 Stunde rausgestellt werden aus dem Kühlschrank, dass die Buttercreme so ein bisschen warm wird. Nicht zu warm, aber doch ein bisschen, dass sie so auf der Zunge zergeht. Der Wahnsinn. Gleich mal noch einen. Sehr saftig, vanillig. Es ist eigentlich eher eine große Praline als ein Kuchen, finde ich. Dazu ein Schlückchen Tee. Einfach 1A. Also das ist so eine klassische Torte, die man für Hochzeiten oder für Jubiläen ganz gut servieren kann. Ja, wie soll man sagen? Es schmeckt fast wie ein Petit Four, so ein bisschen. Unbedingt ausprobieren. Es ist einfach der Klassiker schlechthin. Das war meine Frankfurter Kranztorte, ein Wunsch meines Göttergarten für das neue Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das Rezept gefallen. Ihr probiert sie einmal aus. Sie ist wirklich sehr, sehr lecker. Hiermit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken, viel Spaß beim Stöbern in meinem neuen Shop. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Bis dahin macht's gut. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen und zu liken, mir einen netten Kommentar dazulassen. Ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao!